Hängen los, liebe Leute. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie man ein Hügelbeet anlegt. Und zwar habe ich hier schon mal angefangen, ein Hügelbeet anzulegen und habe es ein bisschen offen gelassen, dass man das ganz gut erklären kann. Zunächst einmal habe ich die Rasenkante entfernt an der Stelle, wo das Hügelbeet erstellt werden soll. Den Bereich, in dem ich die Rasenkante entfernt habe, habe ich dann aufgeschichtet mit mit Material vom Knöterich, hier vom japanischen Knöterich, also von Stauden oder auch Holz. Also es geht auch größere Holzstücke und Äste, sodass ich hier einen Bereich habe innen, der noch relativ viel Sauerstoff zulässt und dann eben auch Kohlenstoff entsprechend nach und nach freisetzen kann. Als nächstes habe ich dann die Rasenkante darauf gelegt. Dazu habe ich möglichst große Stücke gelassen. So dass man hier relativ einfach, sage ich mal, den Berg, den man schon hat, der relativ lose ist, dann anhäufeln kann mit der Erdschicht. Also durch den Arbeitseinsatz, den man hat, um die Rasenkante hier aufzuschichten und auch erstmal abzutragen, ist doch der Aufwand zum Erstellen des Hügelbeetes deutlich höher als beispielsweise beim Mulchbeet, wo man eigentlich nur Pappe auslegt, ein bisschen Humus aufschüttet und mit dem Beet eigentlich fertig ist und auch direkt loslegen kann. Vorteil beim Hügelbeet ist allerdings, dass es mehrjährig eigentlich die Nährstoffe dann eben aus dem Inneren abgeben kann und ich auch eine größere Fläche habe, plus ich auch einen Bereich habe, wo ich hier eine Art Windschutz erstelle sozusagen. Also für die Nordwestwinde ist jetzt das Mulchbeet hier im Hintergrund beispielsweise deutlich besser geschützt, als es vorher war. Zuletzt kommt dann noch eine Schicht Humus schon drauf, dass man auch direkt mit dem Anpflanzen beginnen kann. Da habe ich jetzt einfach hier Humusdraht und bringe das hier nochmal auf die Rasenkante auf. Ja, und fertig ist das Hügelbeet. Also am besten man bepflanzt es direkt und hat jetzt über Jahre eigentlich ein schönes Beet, wo man sich austoben kann. Gerade wenn man es auch nicht gerade auslegt, dann hat man auch unterschiedliche Bereiche der Sonneneinstrahlung und hier kann man sich auf jeden Fall sehr gut austoben. Also das Wichtige auch hier ist, nutzt, was ihr vor Ort habt. Also wenn ihr Baumschnitt habt, dann schmeißt den unten rein. Wenn ihr Sträucherschnitt habt, schmeißt den unten rein. Wenn ihr jetzt eure Beerensträucher beispielsweise gerade abschneidet, schmeißt das mit rein. Fangt nicht an, irgendwie aus dem Wald da die großen Bäume zu holen. Nutzt das, was ihr habt. Umso einfacher ist es. Es ist ohnehin schon relativ viel Arbeit, auch die Rasenkante auszustechen. Also ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen ermutigen, auch mal selbst ein Hügelbeet anzulegen. Ich habe jetzt erste Erfahrungen gemacht mit anderen Hügelbeeten und die Pflanzen wachsen wirklich im Vergleich auch zum Mulchbeet noch mal besser. Es macht wirklich Spaß, darauf zu gärtnern. Das war's für heute von der Schaffenswert und hoffentlich bis zum nächsten Mal.